Ein Format, das wir viel zu selten machen, ist das klassische Reaction-Format. Und was wir jetzt machen, wir nehmen eins meiner Videos, nämlich exakt von vor 12 Monaten, und schauen uns an, was für ein Quatsch hat der Magnussen da verzapft mit den Predictions für 2025. Spaß beiseite, ich habe ein paar Trends prognostiziert, die meiner Meinung nach eintreten sollten dieses Jahr. Nicht alles ist ganz so eingetreten, aber ein paar Sachen sind doch relativ interessant, um besser zu verstehen, wie funktioniert das mit KI eigentlich nächstes Jahr. Und so ein paar Ableitungen gibt es, die halte ich für hochrelevant. Keine Sorge, wir werden definitiv zum Jahresstart nochmal ein Prediction-Video machen, aber heute geht es erstmal um die Einordnung der 2025er Entwicklung. Das machen wir jetzt. Also vorweg, eine Sache ganz einfach, um es zu verstehen. KI, vor allem, ich rede hier von generativer KI, wird zu einem Standardwerkzeug. Ich finde es absolut nachvollziehbar, dass es sehr schwer ist, sich das vorzustellen, weil es nicht für jeden der Arbeitsalltag ist. Und ich muss irgendwann mal lernen, mir fällt es leicht tatsächlich schnell zu sehen, das ist spannend, ich beschäftige mich damit, das ist mein Hobby. Man muss wirklich aufpassen, nicht in diesen Headlines abzutauchen und auch wenn jetzt so eine Low-Phase kommt und der Hype ein bisschen runtergeht, plötzlich zu sagen, das ist jetzt alles Quatsch und ich pack's beiseite. Da sind schon zwei Sachen drin, die ich gesagt habe. Erstens, ich habe gesagt, KI wird zu einem Standard werden für viele Leute und ich habe gesagt, es kommt so eine Low-Phase. Diese Low-Phase hat noch ein bisschen auf sich warten lassen, aber wir sehen, dass seit Sommer deutlich die Suche vor allem nach vielen neuen Modellen abgenommen hat. In der Bubble an sich bleibt es trotzdem ein Hype. Was aber ein Thema ist, ich glaube, es ist zu einem Standardwerkzeug geworden in dem Bereich White-Collar-Work, also alles, was man mit dem Rechner macht und so weiter. Man darf halt nicht vergessen, bei einer fast Milliarde von Usern von ChatGPT ist trotzdem nur ein Teil dieser User Paid-User, also Paid-User-Accounts. Und es gibt einen sehr, sehr großen Teil an Leuten, für die ist das eigentlich kein großer Unterschied, ob sie jetzt ChatGPT fragen oder mittlerweile eine der anderen großen KI-Anbieter, die das auch machen. Das heißt, es ist einfach im Alltag angekommen, es ist da, aber im Hintergrund muss noch wahnsinnig viel passieren. Also, ich würde sagen, es ist definitiv ein Standard geworden und trotzdem gibt es viele Menschen, die sagen so, was heißt das jetzt für mich ganz konkret im Alltag? Dafür sind aber viel zu viele verschiedene Jobs. Aber bei uns in der Bubble, ganz klar, ohne das geht es nicht mehr. Also das erste ist, wir sollten mehr von Systemen sprechen als von Modellen. Das Modell an sich zwar wichtig ist, was dahinter liegt, wir reden mal vom Modell und welches Modell und was kann man das machen und was kann das leisten, aber ohne dass es eingebettet ist in ein Gesamtsystem, um was zu tun, bringt das Ding halt gar nichts. Das würde ich sagen, ist eingetreten. Wir reden bei den Hypes immer noch davon, welches Modell ist das Beste, was kann mehr, welcher Benchmark, aber es ist halt nur noch eine inkrementelle Verbesserung. Und ich habe die Geschwindigkeit der Anbieter überschätzt, die mit neuen Produkten auf den Markt kommen. Weil das ist das, was ich im Grunde genommen meine. Das heißt, das Modell ist Teil einer Gesamtidee. Ich habe hier wunderschönes Gen-AI-Dreieck auf diesem wunderbaren Pullover, den ich zu Weihnachten geschenkt bekommen habe von MP. Und hier oben seht ihr, das Modell ist ein Teil und das zeigt es halt sehr, sehr gut. Also hier ist tatsächlich das ganze System zu sehen, in der Theorie. Und System meint, wenn ihr ein Produkt baut, dann muss man sich überlegen, welches Modell benutze ich dafür. Und es ist, glaube ich, für die meisten jetzt schon auch so, dass sie sagen, hey, ich benutze ChatGPT und weiß ich nicht, welches Modell. Und genau das ist im Sommer auch bei OpenAI passiert, dass der Model-Switcher deutlich in den Hintergrund getreten ist. Vorher musste man wirklich proaktiv auswählen, welches Modell will ich haben und so weiter. Jetzt entscheidet ChatGPT durch den Automodus, auf welches Modell es routet. Und ich glaube, das geht noch deutlich weiter. Also wir sind immer noch nicht da, dass wirklich Plug-and-Play für einen Anwendungscase das Modell automatisch ausgesucht wird. Ein Teilbereich, wo das jetzt der Fall ist, aber der ist ein bisschen nerdig, ist der ganze Bereich Codeentwicklung. Denn wenn ich zum Beispiel innerhalb von Cursor in den Automodus wechsle, entscheidet halt eben Cursor selbst, welches Modell benutzt wird. Da kann man verschiedene auswählen und schnell hin und her switchen. Und ich finde, das gibt so ein bisschen ein Gefühl von, vielleicht sieht irgendwann mal Büroarbeit so aus. Who knows? Aber bleibt nach wie vor das System und das Produkt ist wichtiger als das Modell an sich. Wie spielt es zusammen? Da würde ich sagen, das sehen wir definitiv und da ist noch echt viel grüne Wiese, um auch eigene Sachen zu bauen. Das könnte dann einer der nächsten Schritte sein, dass das System entscheidet, basierend auf dem Prompt, den ihr reingibt oder der Anfrage, welches Modell wähle ich, denke ich darüber länger nach, nehme ich vielleicht einen Teilbereich, über den ich mehr nachdenke und einen anderen Teil, mit dem ich was mache. Und das insgesamt, das wird den Nutzen erbringen. Das heißt, das ist teilweise schon durch die Modelle selbst passiert. Also das heißt, der Trend zu Modellen, die hybrid sind, das heißt, die selbst entscheiden können, brauche ich einen Thinking-Modus, kann ich das mit Next Token Prediction machen,
Das ist etwas, das haben wir dieses Jahr gesehen und das ist so super interessant. Wir haben uns so krass schnell dran gewöhnt, dass das so völlig normal ist, aber wir dürfen halt nicht vergessen, dass vor knapp einem Jahr erst Reasoning-Modelle auf den Markt gekommen sind, also die halt nachdenken über eine Frage und dadurch eben deutlich tiefer gehen können. Und ich habe gerade mal überlegt, ich habe 2 Google-Accounts mit unterschiedlichen Modi, Ultra und Pro. Ich habe 2 ChatGPT-Accounts, einen Firmenaccount und einen privaten. Ich habe Perplexity, ich habe Claude 2 Accounts, ich habe Cursor, Notebook LM, der zählt zu Google mit dazu, würde ich sagen. Tja, schon 8 bis 10. 8 bis 10, nicht 3 bis 4. Text einzugeben, Text rauszubekommen, sind wirklich die Early Days. Ne? Das ist wie am Rechner, als man an DOS gesessen hat früher, wenn das jemand noch was sagt und eingegeben hat, was da quasi in der Kommandozeile sein muss. Das heißt, wir sollten von Systemen sprechen, die insgesamt eingebettet sind. Und das ist nach wie vor noch so, wir kriegen die meiste Zeit Text raus und man sieht aber, wenn man ein bisschen tiefer arbeitet, was passieren kann, wenn man eben mit Coding-Tools arbeitet. Für viele Menschen noch eine Riesenhürde, aber die wandeln halt jede Idee um in das nächste. Oh, das ist ein spannender hier. Das, was ihr im Kontextfenster eingeben könnt, oder nicht der Kontext, aber das Kontextfenster. Und diese Kontextfensterlänge oder das, was ihr als Kontext eingeben könnt, das wird definitiv immer größer. Da ist was Wahres dran und was Falsches dabei. Und das will ich gerne einmal auseinandernehmen. Meine Prediction war, dass die Kontextfenster einfach pauschal immer länger werden. Kontext ist wie quasi der Arbeitsspeicher am Rechner. Das ist das, womit ihr arbeiten wollt. Und 2 spannende Beobachtungen. Die Kontextfenster sind zwar länger geworden, aber man sieht das vor allem bei den Modellen von Google, aber auch OpenAI hatte ein Modell 4.1, glaube ich, mit 1 Million Tokens im Kontextfenster. Die Google-Modelle haben bis zu 2 Millionen Tokens. Ich meine sogar mal im AI Studio fast 3 Millionen Tokens gesehen zu haben, aber nagel mich nicht fest. Ist auch gar nicht so wichtig. Die Google-Modelle haben einfach riesige Kontextfenster. Aber, und da gab es einen wirklich guten Artikel von Anthropic, den können wir auch unten mal verlinken, die viel veröffentlichen zum Thema Modellverhalten, KI-Forschung und so weiter. Und die haben festgestellt, dass die Modelle, wenn der Kontext eine bestimmte Tokenanzahl überschreitet, ich glaube so Richtung 170, 180.000, merkt man, wie die Qualität des Modells, also die Leistung, also die Denkleistung abnimmt. Das ist so, als wenn man euch zuschüttet mit irgendwie Büchern, Wissen, Texten und ihr könnt irgendwie überhaupt nichts mehr im Kopf nachdenken und merkt so, oh, jetzt bin ich total überladen. Und ungefähr so verhält sich das mit den Modellen. Das ist dann, wenn ChatGPT oder Claude euch sagen, das ist eine hervorragende Idee, die du hattest. Unfassbar, dass ich nicht darauf gekommen bin, aber du. Dann wisst ihr, jetzt ist der Kontext definitiv zu voll. Dann halluziniert das Modell extrem stark. Bringe ich sogar meinen Kindern bei, dass sie immer wieder merken, dass dieses Bestätigen nicht einfach nur nett ist, sondern auch manchmal sehr gefährlich sein kann, weil das Modell dann anfängt, eben genau das zu tun. Und dieses Zusammenspiel, das hätte ich nicht gedacht, dass das so eine Wall wird. Und das hat dazu geführt, dass man deutlich besser, jetzt kann ich auch wieder hier wunderbar den Pullover benutzen, in diesem Bereich, Kontext, dieses Context Engineering betreiben muss. Das heißt, ich gebe mal ein Beispiel, ich schreibe einmal im Jahr ein Strategiepapier und die Texte sind sehr lang, teilweise 20 Seiten. Und ins Chatfenster kann ich denn bis heute bei OpenAI nur 32.000 Tokens eingeben. Und genau deswegen, weil es eben begrenzt ist dann irgendwann, was das Modell machen kann. Das heißt nicht, dass ich ChatGPT nicht mehr merken kann, aber das hat mit dem Modell nichts zu tun, sondern wie das Produkt gebaut ist. Und das führt dazu, dass man sehr nerdig die Sachen chunken muss, zerlegen muss, sich überlegen muss, wie man es macht, also Strategien baut. Und das machen nicht viele Leute, hat keiner Bock zu. Heißt, grüne Wiese für euch, wer auch immer das löst, ein Agent, der diesen Kontext managen kann, länger damit arbeiten kann, das ist der Trick. Was ich mal gemacht habe, und das Video können wir unten auch verlinken, ist, ich habe mal gezeigt, wie ich Deep Research und Claude Code, aber vor allem Deep Research dazu missbrauche, das mit diesem Kontext zu umgehen. Indem der nämlich länger daran arbeitet, kann er dann nach und nach über die längere Zeit den Kontext reinfliegen. Das ist quasi der Workaround. Ganz klar. So, und bei dem Thema, ihr wollt viel in das Modell reinladen, kommen natürlich viele, die sagen, oh, das geht nicht wegen Datenschutz, vertraulicher Daten. Und das ist absolut nachvollziehbar. Und der nächste Trend ist spannend zu dem Thema. Es gibt auch schon teilweise immer kleinere Modelle, die eben auch auf den Smartphones laufen, auf dem Rechner laufen und dann komplett lokal. Das heißt, völlig nachvollziehbar sagen einige von euch, das Meeting will ich jetzt nicht
Das ist definitiv etwas, das haben wir dieses Jahr gesehen. Wir waren in Berlin bei Google, wir haben die Gamma-Modelle von Google gesehen. Das sind lokale Modelle von Google, die auch wirklich an Orten im Einsatz sind, wo schlechter Internetzugang ist und man es nicht benutzen kann. Und ich finde es immer wieder faszinierend, der Moment, ein Modell sich selber runterzuladen. Ihr könnt euch einfach das Programm auf dem Mac LM Studio runterladen. Und dann gibt es angezeigt gleich mal das quasi Open-Source-Modell von OpenAI. Und auf Hugging Face sieht man dann, wie dieses Jahr die Modellanzahl explodiert ist. Ich glaube, über 2 Millionen war der Sprung im Sommer. Das eben weg von 1, irgendwas, wirklich über 2 Millionen Modelle. Das heißt, das Thema, ich kann ein Modell auf meinen Rechner spielen, lokal laufen lassen, der Rechner arbeitet damit. Das ist nochmal für mich wirklich so ein Ding, wo Leute dann auch merken, hey, das hat gar nichts mit der Cloud oder Internet zu tun. Ja, da gibt es Modelle, aber the magic of AI wird dann wirklich sichtbar und kann ich nur empfehlen, das mal zu machen, wenn ihr Zeit habt, über die Feiertage das mal auszuprobieren. Ist super easy, ist wirklich eindrücklich, ist dann absolut datenschutzsicher, weil es halt bei euch lokal läuft. Und ich glaube, das wird ein Bereich bleiben, der bleibt hot, definitiv. Dann kommt eigentlich genau das Gegenteil davon, nämlich riesige Modelle mit neuen Fähigkeiten. Beispielsweise das Reasoning, was wir von den O1 oder den O-Modellen von ChatGPT kennen. Also O1 hat ja dieses Nachdenken als Modus. Im Pro-Mode passiert das wohl ein paar Mal parallel. Das ist schon extrem aufwendig, dauert auch sehr lang. Und O3, was jetzt vorgestellt wurde, macht das angeblich deutlich komplexer. Also es wird halt deutlich mehr zerlegt, deutlich mehr aus. Okay, also große Modelle und Reasoning-Modelle. Eigentlich habe ich hier 2 Aussagen in einer drin. Denn also was man schon sieht, es gibt deutlich größere Modelle. Ganz alleine nur die Größe ist es aber nicht, sondern auch die Fähigkeit des Modells. Und das hat man jetzt schon tatsächlich gesehen über das Jahr. Und insofern ist das eine spannende Aussage, aus der man eben noch mehr auch weiter lernen kann. Wir haben ein Standard mittlerweile, dass die meisten Modelle Hybridmodelle sind. Das heißt, jetzt gerade vor ein paar Wochen vorgestellt, Gemini 3 Pro, dem schmeiße ich was zu und sogar Nano Banana als Bildprogramm kann dieses Reasoning vorher einbauen und einmal drüber nachdenken, was es quasi macht. Und das Reasoning ist wirklich, also O3, was ich hier erwähnt habe, ist wirklich ein extrem starkes Modell von OpenAI. Auch immer noch meine ich im Hintergrund bei Deep Research, also Deep Research O3. Und die Learnings daraus hat OpenAI reingebaut in 5.2, also jetzt das neue GPT. Und es gibt mittlerweile extrem gute Reasoning-Modelle, die wir dann auch gesehen haben im Laufe des Jahres. Also da kam ja auch noch DeepSeek R1 war ein Trend. Und wir haben jetzt etliche andere aus China auch, die das einfach können. Und dieses Reasoning hat 2 Effekte. Einmal, ihr könnt deutlich komplexere Fragen reingeben und das ist ein Standard. Also wir merken das gar nicht. Ne? Also das Modell denkt drüber nach und überlegt mal, was will der eigentlich? Und wir sagen, ja logisch, das funktioniert einfach. Wir haben uns mittlerweile daran gewöhnt, dass es dann doch ziemlich gute Antworten geben kann. Und in der Lage zu sein, das gut zu steuern, ist nicht verkehrt. Also dass man wirklich sagen kann, wann brauche ich das nicht. Denn von diesen großen Modellen, glaube ich, können wir uns nicht wieder lösen. Das ist etwas, da haben wir uns fest dran gewöhnt, dass es da ist, als Source, als Quelle. Und es ist immer noch nicht perfekt, aber es ist da. Dann stellt euch vor, dass es vielleicht in diesem Jahr Modelle gibt, die Richtung 1000 oder 2000 kosten. Nee, das gibt's nicht. Also Modelle, die so ultra teuer sind, dass sie 1000, 2000 Euro kosten. Aber ich habe ja gerade durchgezählt, wie viele Sachen ich benutze. Und in der Summe komme ich tatsächlich darauf. Und ich weiß jetzt, welchen Punkt ich hier danach gesagt habe. Ich kann mich gut daran erinnern, ich habe von KI-Elite gesprochen. Also Leute, die sich das leisten können, so viele Sachen parallel laufen zu lassen. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, bei mir ist es mein Job. Das heißt, ich einen Cursor laufen habe, Cloud Code laufen habe, die API-Keys bezahle, die Pro-Version habe und ich steuere schon nach. Ich bezahle es aber auch jedem in der Firma. Das macht es unfassbar teuer. Und trotzdem mache ich das, weil ich genau weiß, ich bringe es halt auch meinen Leuten bei, wie es halt richtig funktioniert. Und dadurch sind die deutlich weiter, deutlich schneller, machen einen Riesenschritt nach vorne. Aber dieser Gap zwischen Leuten, die es gar nicht benutzen, vielleicht auch gar nicht können in ihrem Job und den Leuten, die es einsetzen können, der ist für mich eher das Thema und Problem auch teilweise. Und deswegen sage ich auch immer, das war jetzt eine Entwicklung in diesem Jahr, ich möchte mehr Menschen vom Tool-Touristen hin zum AI-Anwendungsweltmeister machen, zu verstehen, wie es genau funktioniert. KI als Companion, ich weiß. Ja. Vor ein paar Wochen, letztes Jahr, ich glaube November, einen Podcast aufgenommen mit Agnes Heffberger, der Deutschlandchefin von Microsoft. Und sie verwendet einen Begriff, den auch andere in der Szene verwenden, nämlich Companion. Ich glaube, dass in Zukunft die Situation nochmal eine andere sein wird, dass wir tatsächlich
Sparring-Partners, Companions, Co-Piloten, wie wir immer sie dann auch nennen, Agents haben werden, mit denen wir langfristig zusammenarbeiten. Und das Bild teile ich nach wie vor. AI is a Companion. Und wir haben das auch im Laufe des Jahres gesehen, dass immer mehr Menschen sich natürlich darauf verlassen. Und es gibt so eine Zahl, die habe ich neulich im Livestream geteilt. Je häufiger ich ein Tool benutze, desto mehr steigt das Vertrauen über Zeit und bleibt dann irgendwann stabil. Das heißt, die anfängliche Skepsis nimmt dann ab. Und wir haben momentan immer noch Extreme. Das heißt, es gibt ein paar Leute, die haben blindes Vertrauen. Wir haben sehr viele Leute, die vertrauen somewhat der KI. Ein paar, die sagen somewhat nicht. Und dann gibt es ein paar, nicht wenige, die sagen auf keinen Fall. Und KI als Companion ist einfach noch nicht da, schlichtweg. Also, weil es nicht einen Companion gibt, wie ich das auch hier beschrieben habe, den ich gerne hätte, den ich fragen kann und der orchestriert den Rest. Das versuchen alle. OpenAI versucht den Super Assistant zu bauen mit ChatGPT. Claude Code kann mehr als coden, wenn man es richtig einsetzt. Google weiß eigentlich total viel. Also theoretisch ist das Potenzial dafür da. Aber Devil in the Detail. Wir lernen gerade, in welchen Bereichen es wirklich gut funktioniert und in welchen nicht. Nehmen wir mal an, ChatGPT ist euer Companion. Dann habt ihr jetzt schon erlebt, wie letztes Jahr ChatGPT anfing, Erinnerungen zu speichern, wenn ihr was geschrieben habt. Und diese Erinnerungen werden immer weiter angereichert. Und irgendwann werden die Chats erinnert, was ihr besprochen habt. Und dann bekommt das Ding einen noch größeren Wert als euer E-Mail-Programm. Und fragt dann einfach euren Companion, du sag mal, mit allem, was wir letztes Jahr besprochen haben, was wäre das eine Ziel, die eine Priorität, auf die ich mich dieses Jahr stürzen sollte? Antworte kurz und klar. Meine eine Priorität für 2026, mach Blackboard und deine Arbeit radikal produktfähig von einem projektgetriebenen Tun hin zu einem wiederholbaren System, das Ergebnisse liefert, ohne dass du der Engpass bist. Wir haben wirklich, wirklich viele gute Sachen gemacht, steht hier auch drin. Und natürlich bin ich häufig der Engpass, wir sind zwar 30 Leute, aber viel hängt auch an mir. Und hier sind ein paar gute Gedanken drin. Und ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, ich habe die auch schon in Teilen. Aber es ist natürlich nochmal eine gute Rückbestätigung. Plus, jetzt kann man ins Detail reingehen und sagen, wo genau, wie genau, was sollten wir noch tun, was machen wir in welchem Bereich. Wenn ihr meinen Kanal schon länger kennt, wisst ihr, wir sind auch eng verbandelt mit Google, auch mit anderen Unternehmen, wie Microsoft und durchaus auch OpenAI. Das heißt, man könnte sagen, ich bin biased, aber ich versuche es immer klar und neutral zu machen, weil ich schaue mir immer alle Tools an und eben nicht nur eins. Nichtsdestotrotz glaube ich tatsächlich, dass dieses Jahr wahrscheinlich noch OpenAI das Unternehmen bleiben wird, was den Takt vorgibt. Die haben irgendwas im Team, was die anders machen, dass sie in einer so hohen Geschwindigkeit Produkte, Modelle und Themen raushauen und alle vor sich hertreiben. Ich finde das faszinierend und das hat für mich mehr zu tun mit, wie die organisiert sind, als was sie dort machen. Bei aller Kritik, die sie abkriegen. Dann gibt es aber auch den Bereich Open Source, also Meta und Co. Und die haben zu Recht Punkte, wo sie sagen, diese Modelle müssen Open Source sein. Aber auch Meta-Modelle sind nur Pseudo-Open Source, weil ab 700 Millionen Nutzer zahlt ich genau. Egal, ein anderes Thema, aber die sagen halt, eigentlich braucht Open Source, so wie die Grundlage vom Internet, hat eine andere Offenheit, andere Sicherheit und so weiter. Dann gibt es halt noch Google und ich glaube sehr stark auch an Google, weil die haben einfach Daten ohne Ende, die sind gut aufgestellt, aber sie haben es teilweise nicht so hingekriegt, die Produkte so performant zu liefern wie OpenAI. Also, Prediction für dieses Jahr, noch bleibt OpenAI vorne, sag ich. Challenge me on that one. Mal gucken, was bei rauskommt. Aber ich würde sagen, das sind diejenigen, die treiben. Aber ich würde mal genau gucken, was Google da macht, wie die sich jetzt aufstellen, wie die Gas geben. Und Meta würde ich nicht unterschätzen. Die haben verdammt viele GPUs gekauft. Die haben verdammt viel Rechenpower beisammen. Da würde ich jetzt mal ganz klar sagen, I hit that one, I nailed it, weil OpenAI hat ganz klar dieses Jahr noch den Takt vorgegeben. Musste jetzt auch wieder nachlegen. OpenAI muss vorne bleiben, damit diese Welle läuft. Die haben einen Zwang dahinter. Aber es ist genauso eingetreten mit Google. Die haben wirklich, wirklich geliefert. Und das sieht man halt auch in den Zahlen. Die sind produktmäßig mit Notebook LM absolut explodiert. Gemini ist nachgerückt. Und die Modelle sind unfassbar strong. Und man sieht das auch in dem KI-Modus. Google ist da voll wach nach diesem Schlag, den sie abbekommen haben. Und Meta haben ganz klar halt auch wirklich Talente abgezogen bei OpenAI. Und das, was ich gesagt hatte mit, die sind anders organisiert, sieht man jetzt in der Konsequenz. Das hat viel mehr mit dem Team und der Organisation zu tun, als mit die zaubern irgendwie. Und das kann man da eben ganz gut sehen. Und Meta sollte man insofern nicht unterschätzen, dass sie unfassbar viel KI überall eingebaut haben und einfach natürlich den User-Zugang haben. Das wird immer wieder unterschätzt. Wen ich nicht erwähnt habe, hier ist Anthropic, die nach wie vor wirklich viel im Hintergrund an den Modellen geschraubt haben, die einfach eine andere Art von Geschäftsmodell auch haben. Die sind eine Enterprise Company dafür und
Und die haben herausragend gute Modelle und machen einfach sehr, sehr, sehr viel Detailarbeit. Ich würde mal sagen, so wie Apple sich auf Userfreundlichkeit im Detail konzentriert hat und wie viele Millisekunden was braucht, so tief geht Anthropic in, wie verhält sich ein Modell, welche Fähigkeiten hat das und so weiter. Dafür habe ich einen enormen Respekt. Aber ja, ich würde sagen, das Ding hat standgehalten und die große Frage ist, wie sieht es nächstes Jahr aus? Das teile ich bei den Predictions 2026 in ein paar Tagen, Wochen, Anfang des Jahres. Es wird ein super spannendes Jahr für die Arbeitswelt 2. Ich bin begeistert. Ich sehe gerade hier die Abonnentenzahl, wie sich das geändert hat im Laufe des Jahres. Also vielen Dank dafür und für die Unterstützung. Und ich hoffe wirklich sehr, dass da immer wieder was Nützliches für euch dabei ist. Das ist zumindest das Feedback von euch. Insofern teilt fleißig die Videos, nutzt die einfach knallhart. Die sind hier for free auf YouTube und ich bin hier nicht der Einzige, der sowas teilt. Also nutzt all dieses Gratiswissen, um aufzuholen bei dem Sprint und macht euren ganz eigenen persönlichen Marathon draus. Der macht unfassbar viel Freude, momentan daran zu arbeiten. Insofern abonniert den Kanal. Wir sehen uns.